zur Entlassung dann kam noch eine Ärztin rein und die hat 1 Stunde auf meine Mutter und mich, also meine Mutter war dann schon da zum Abholen, auf meine Mutter und mich eingeredet. Und dann habe ich ihr von dem Buch von Medical Medium erzählt, weil es mich doch schon bewegt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, es tut mir so leid, dass du dieses Buch gelesen hast. Hallo liebe Theresa, so schön, dass du heute hier bist und dass wir über deine Geschichte sprechen dürfen. Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt und du hattest mich angeschrieben, weil du einen Vortrag hattest und zwar über die Anthony William Ernährung. Und ich fand das so cool, dass du einfach diese Ernährung deiner Klasse näher gebracht hattest und es war sogar so ein erfrischender Vortrag, dass Klassenkameraden von dir weinen mussten. Das ist so krass. Also herzlich willkommen. Ich freue mich auf deine Krankheitsgeschichte und was wir jetzt alles besprechen werden. Vielleicht kannst du kurz uns noch ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, von wo du kommst und so weiter. Also ich freue mich ganz doll, dass ich heute das Interview mit dir machen darf, wirklich. Ich finde das so schön, was du für die Menschen machst. Und also mein Name ist Theresa Eiskamp und ich komme aus Norddeutschland, aus Niedersachsen und bin jetzt 18 Jahre geworden. Und eigentlich mache ich gerade mein Abitur, aber durch meine Krankheit bin ich leider noch nicht schulfähig. Ja, und da sind wir schon mitten in deiner Erkrankung. Was hast du denn und wie war dein Weg bis zur Diagnose? Also früher habe ich mich immer so gefühlt, als ob ich nie krank werden würde. Also ich war eigentlich immer ein ziemlich gesundes Kind. Ich war nicht wirklich krank. Also vielleicht hatte ich mal eine Erkältung oder sowas. Und ich habe immer gedacht, ja, mich trifft es nicht. Ich werde gesund sein. Also ich habe das gar nicht hinterfragt. Und dann Ende 2018 fing das an. Also ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Sport gemacht und ich dachte damals auch, dass ich mich sehr gesund ernährt habe. Also ich habe immer mein Frühstück mit dem Proteinpulver und sowas gemacht. Und dann Ende 2018 hatte ich beim Joggen immer so Knieschmerzen. Also am Anfang war es nur leicht und dann irgendwann war es so schlimm, dass ich nicht mehr joggen konnte. Und Anfang 2020, da war ich das letzte Mal joggen, auch nur 800 Meter, weil das dann so schlimm wurde. Da kam ich dann in so eine Grippephase und dann habe ich gedacht, jetzt ruhe ich mich das Wochenende aus und dann wird alles wieder gut. Dann kann ich wieder Sport machen und dann kann ich wieder, ja, die Freiheit der Gesundheit nutzen. Aber da hat eigentlich alles angefangen. Also dann wurde ich wieder nach einer Woche gesund und dann hatte ich eine Mandelentzündung und dann waren wir beim Arzt, der hat mir ein Antibiotika gegeben, einfach so. Und meine Mutter hat damals gesagt, komm, lass uns nochmal reingehen und das Blut testen. Und dann habe ich gesagt, ach Mama, ich werde nie krank. Also ja. Und dann ging das so weiter. Ich hatte mehrere Grippephasen. Wir waren dann auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und bei vielen anderen Ärzten. Und der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat gesagt, dass ich mal pfeifisches Drüsenfieber hatte. Und ich denke, dass es die Mandelentzündung war. Also ich hatte dann, als die Mandelentzündung weg war, habe ich noch ein zweites Antibiotika verschrieben bekommen, das sehr stark war. Und da fingen die Symptome erst so richtig an. Also ich hatte dann immer Herzstiche und Herzschmerzen, auch beim Sport. Und ich weiß noch, einmal lag ich abends im Bett und mein Herz hat so gepocht und ich hatte so Herzstiche, dass ich dachte, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Und Wie alt warst du da? Da war ich 16. Ja. Also das war so, ja, im Frühling 2019. Und sowas wie Schwindel hatte ich auch oft. Und ich habe mich manchmal so fiebrig gefühlt. Ich hatte nie wirklich Fieber, aber ja, irgendwie war das so eine Einschränkung der körperlichen Freiheit, besonders weil ich in dem Sport so aufgegangen bin und eigentlich immer sehr ehrgeizig war. Und dann in den Sommerferien 2019 kam das, dass ich einen ganz schlimmen Ausschlag hatte
Und da waren wir wieder beim Arzt und er hat gesagt, ja, das haben im Moment viele. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch bei vielen Ärzten und mein Hausarzt hat damals gesagt, also ja, stell dich nicht so an, so nach dem Motto. Also das hat er nicht direkt gesagt, aber man hat gemerkt, dass er das so gemeint hat und also er hat mich dann zur Psychotherapie weitergeschickt, weil er nicht mehr weiter wusste und ja, ich finde das so unglaublich, dass sich das immer wiederholt, also bei den Menschen. Das nicht ernst genommen werden, meinst du? Ja, und das, wenn der Arzt nicht mehr weiter weiß, dann sagt er nicht, dass er nicht mehr weiter weiß, sondern schickt einen weiter. Ja. Ja, genau. Das wäre so befreiend, gell, wenn er gesagt hätte, ich weiß es nicht, es gibt noch die und die Möglichkeit und dann hätten deine Mutter und du überlegen können, welche Möglichkeit so nach eurer Intuition jetzt für euch am logischsten klingt, so ein bisschen und nicht einfach, okay, was soll ich jetzt bei der Psychotante machen? So, ja. Ja, wirklich, echt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also dann habe ich mir den Zeh in den Sommerferien gebrochen und dadurch habe ich dann aufgehört, Sport zu machen und ich habe auch ja, mich dadurch viel ausgeruht. Und dann war es für die Zeit auch besser, also mit der Krankheit. Ja, aber dann, als der Zeh wieder geheilt war, dann wollte ich natürlich wieder alles machen und sowas, obwohl es auch gar nicht so ging. Und dann ging es wieder los mit diesen Grippephasen und den Symptomen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich was ändern. Und dann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Und wie bitte? Wie kamst du drauf, dich vegan zu ernähren? Also ich habe das bei anderen Menschen gesehen und ich habe gedacht, ich habe den Film The Game Changers gesehen auf Netflix und den fand ich sehr bewegend. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das wird mir helfen. Allerdings denke ich, dass die Krankheit damals schon so, also der Zug schon so am Fahren war, dass ich ihn damit, also dass es nicht gereicht hat und das ist ja auch nicht die Ernährung, um chronische Krankheiten zu heilen. Ja, genau. Und hast du da schon einen Unterschied gemerkt oder wie war das dann für dich, als du auf vegan umgestiegen bist? Ja, ich dachte, also eigentlich nicht, nein. Ich dachte, dass es hilft, aber nein. Und dann im Dezember, da war es wirklich so, also von einem auf den anderen Tag war es vorbei. Also die Erschöpfung war damals davor schon immer stärker, aber von einem Tag auf den anderen konnte ich gar nichts mehr. Also ich lag im Bett und damals, meine Lehrerin hatte mir ein paar Tage davor von dem Buch von Anthony William erzählt. Echt, deine Lehrerin? Ja, das ist wirklich unglaublich. Also ihr Vater hat damit Rheuma geheilt und sie hat mir auch von dem Geist und sowas erzählt. Und auch, man hat auch gemerkt, sie hat mir ganz vorsichtig davon erzählt. Und ich dachte damals noch, ach, was für ein Quatsch. Und ich habe das, also ich war interessiert darin und ich habe dann auch angefangen, das Buch zu lesen. Aber es hat noch nicht Klick gemacht. Also es war noch nicht der Punkt. Ähm, und dann, ja, im Dezember zog sich das so und ich war so verzweifelt, weil ich wollte so gern zur Schule gehen und ich hatte mir auch immer sehr viele eigene Ziele gesetzt. Und dieses Gefangensein, in dem, dass man möchte, aber man kann nicht, das war eigentlich ziemlich schlimm für mich damals. Und dann nach den Weihnachtsferien war ich einen Tag wieder in der Schule und eigentlich konnte ich nicht zur Schule gehen. Also ich habe mich gequält wie sonst was. Also ja, ich hatte auch starke Schmerzen und vor allen Dingen die Erschöpfung war sehr, sehr stark. Und dann bin ich danach aber zu Hause geblieben, weil es nicht mehr ging. Und meine Familie hat sich unglaublich viele Sorgen gemacht und hat das auf das Vegane geschoben, weil ich ja in der Zeit dann so krank geworden bin. Aber ja, dann habe ich mich wieder normal ernährt für eine Woche und dann ist es nochmal schlimmer geworden. Und diese Woche war, also danach konnte ich eigentlich kaum noch aufstehen.
Und das wurde dann so schlimm, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Ja. Und im Krankenhaus haben die mich dann schulmedizinisch ja sehr gut untersucht, also nach der Schulmedizin. Aber bei CFS kann man ja leider nichts finden, was darauf hinweist. Und bei Fibromyalgie ja auch nicht. Ja. Und, dann ja am letzten Tag, ich weiß noch, ich war eigentlich fröhlich, dass ich jetzt wieder nach Hause konnte und ich hatte trotzdem noch Hoffnung irgendwie und dann am letzten Tag kamen die Ärzte zu 5 rein und haben mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen fertig gemacht. Also ich lag im Bett und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, ja, dass sie nichts gefunden haben und so. Das war die Tage davor auch schon so ein bisschen. Und dann hat die eine Ärztin gesagt, ja, wenn man so viel im Bett liegt, dann ist es ja auch normal, dass man so krank ist und sowas. Und ja, ich habe so angefangen zu weinen und dann haben die anderen Ärzte da auch noch so was Unterstützendes zugesagt. Und dann später, als zur Entlassung dann, kam noch eine Ärztin rein und die hat 1 Stunde auf meine Mutter und mich, also meine Mutter war dann schon da zum Abholen, auf meine Mutter und mich eingeredet. Und dann habe ich ihr von dem Buch von Medical Medium erzählt, weil es mich doch schon bewegt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, es tut mir so leid, dass du dieses Buch gelesen hast. Und ja, meine ganze Welt ist da zusammengebrochen. Weißt du, das war so erschütternd, ich weiß nicht. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man sowas erleben kann. Und dann ist die Ärztin rausgegangen und das Buch lag auf meinem Nachttisch und meine Mutter hat das Buch dann genommen und einfach nur da war eine Geschichte, eine Fallgeschichte, die ziemlich ähnlich wie meine war, vorgelesen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, das ist es, damit werde ich wieder gesund. Und damals, ja, das war so der Punkt, wo sich alles geändert hat. Und dann habe ich an dem Abend gleich angefangen, mich danach zu ernähren. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ich müsste mich nur einen Monat danach ernähren und dann ist alles wieder gut. Ja, das dachte ich auch am Anfang. Ich dachte auch, ich mache das jetzt einen Monat und dann ist die Geschichte gegessen. Wirklich, ja. Aber noch eine Frage, als die 5 Ärzte zu dir reinkamen, warst du dann ganz alleine, als sie dir die Sachen gesagt haben? Ja, genau. Ja, das war am Morgen. Ja, und deine Mama hat angefangen, das Buch mit dir zu lesen, also wusste sie auch, worum es geht und hat dich da dann in der Ernährung unterstützt. Ja, genau. Sie hat das Buch dann auch gelesen und sie war auch total begeistert und hat auch gedacht, das ist jetzt der Weg. Und was auch war, also als ich entlassen wurde, da waren meine Finger so angeschwollen und rot, dass ich die Hand nicht mehr zugekriegt habe von den Viren. Und das wurde aber nicht beachtet. Also die Ärzte wussten nicht mehr weiter mit mir und dann war ich die Schuldige. So. Also obwohl man sogar äußerlich gesehen hat, dass etwas nicht stimmt, wirst du entlassen und dir wird gesagt, du musst dich halt mehr bewegen und kein Wunder geht es dir so schlecht, weil du so viel liegst. Ja, genau, ja. Oh, ja, da bricht schon eine Welt zusammen, weil man so denkt, gerade noch so in der Kindheit denkt man so, die Erwachsenen, die wissen Bescheid und die beschützen mich. Und dann ist man an einem Ort, wo alles Erwachsene sind, die eigentlich zu einem schauen müssen. Und dann sagen sie dir quasi, es ist deine Schuld. Du liegst faul im Bett rum. Kein Wunder, bist du krank. Ja, ja, das war, ja. Vor allen Dingen hatte ich auch immer, ja, eigentlich war ich immer so, ja, immer sehr aktiv und sowas. Und dann plötzlich, mir wurde vorher auch immer gesagt, ja, leg dich ins Bett, bleib zu Hause, geh nicht zur Schule, mach keinen Sport und sowas. Und plötzlich mache ich das und dann wendet sich das Blatt. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hat die Heilungsreise sozusagen begonnen. Also ich denke, dass die Heilungsreise auch ein sehr schwieriger Weg ist, besonders am Anfang. Aber die Bücher von dem Anthony William haben mich so mitgerissen und so gefesselt.
das ist so unglaublich, finde ich. Also nachdem man die Bücher gelesen hat, weiß man mehr als über chronische Krankheiten, als wenn man Medizin studiert hat. So immer. Und ich finde das so unfassbar, so bewegend irgendwie. Ja. Ja, und dann hast du einfach gespürt, das ist jetzt die Ernährung und das werde ich machen. Und dann hast du die angefangen, die Ernährung. Wann war das genau vom Zeitpunkt dann? Das war am 1. Februar 2019. Ja. Ja, also die Ernährung hat sich dann immer noch weiterentwickelt. Also man ist ja am Anfang auch nicht perfekt, aber Es gibt ja viel, was man neu lernen muss. Das ist ja so eine riesige Umstellung, ja. ja, genau. Ja. Ja, und dann wie war es? Hast du dann irgendwas gemerkt? War es dann anders, als du nur vegan warst? Wo hast du gemerkt, du bist auf dem richtigen Weg? Also ich hatte vorher immer ganz dollen Heißhunger auf Dinge und ich habe auch immer versucht, mich zu zügeln, aber das hat nie funktioniert. Und durch die Ernährung, also ich war überrascht, dass es mir so einfach fiel, das umzusetzen. Und mir hat eine Ernährung auch noch nie so viel Spaß gemacht. Also ich habe, ich glaube, früher hätte ich gedacht, oh Gott, nur also Obst und Gemüse so ungefähr, aber man kann dadurch ja so, also daraus so viel machen und auch wie sich mein Geschmackssinn verändert hat. Das finde ich so unglaublich. Und also was ich ziemlich, also der erste Monat war noch sehr hart, da bin ich erst in die Entgiftung reingekommen. Ähm, aber allein schon, dass ich gemerkt habe, es tut sich was. Es ist nicht mehr nur so. Also es waren dann gute Phasen und schlechte Phasen, die dann langsam begonnen haben. Und ich glaube, 3 Monate hat das bei mir gedauert, also Anfang April. Da ja, habe ich gemerkt, wow, jetzt kann ich wieder aufstehen und in den Garten gehen und sowas. Also früher war ich ja 2 Monate ins Bett gefesselt, so ungefähr. Also Ja. ja, dass ich eigentlich nicht mehr aufstehen konnte. Und das allein schon das Rausgehen, das hat mir so viel. Oh ja. Gerade im Frühling, gell, wenn die Sonne kommt und man spürt so, das neue Leben kommt und dann kann man wieder raus, aufstehen, sich raushocken. Und in der Zeit heißt es, du konntest nicht in der Schule sein. Nee, also ab dem Dezember gar nicht mehr. Das war, ja, ich habe immer dagegen angekämpft. Also ich habe immer gedacht, ja, jetzt bin ich noch 2 Wochen krank und dann kann ich bestimmt wieder zur Schule gehen. Also ich wollte auch immer gern zur Schule gehen und eigentlich hat die Schule mir auch viel Spaß gemacht. Und man ist ja auch so isoliert irgendwie. Oh ja. Ich denke, das hat dich sicher auch enorm verändert, oder? Weil wenn alles einfach normal läuft, man entwickelt sich mit seinen Schulkollegen zusammen und dann passiert einem in so jungen Jahren etwas, das hat bestimmt dein ganzes Denken neu sortiert, oder? Ja, tatsächlich glaube ich, dass ich mich noch nie in einem Jahr oder in einem halben Jahr so verändert habe. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich so eine Veränderung durchleben kann. Also am liebsten würde ich meine Gedanken teilen, also mit Gedankenenergie oder sowas und den Menschen zeigen, wie unglaublich das alles ist und was es da noch alles gibt. Also irgendwie, ja, ich denke immer, wahre Intelligenz ist zu erkennen, wie unwissend man doch ist. Und ja, Ja, da ist viel Wahres drin. Wenn wir erkennen, wie unwissend wir eigentlich sind, dann können wir erst anfangen zu suchen und dann stoßen wir auf ganz kostbare Dinge, wie eben die Ernährungslehre nach Anthony William. Und du hast gesagt, so im Frühling nach 3 Monaten konntest du wieder aufstehen, du konntest dein Bett verlassen, bist raus in den Garten. Wie ging es dann weiter? also dann, ja, es ging eigentlich so weiter, dass also die Erschöpfung ist ja eigentlich immer das stärkste Symptom gewesen. Und die wurde immer weniger. Also in den Entgiftungsphasen, also es sind ja immer so Phasen, da war sie doch sehr stark immer.
Mhm. Aber also am Anfang hatte ich dann ja 2, 3 gute Tage und dann wieder 2 etwas schlechtere Wochen. Und dann wurde das immer mehr mit den guten Tagen. Und vor allen Dingen, ja, dass ich immer länger aufbleiben konnte. Das auch. Also vorher, also mit den Knochenschmerzen, dass die nicht so schnell wiederkamen. Also die Gelenkschmerzen, die waren auch am Anfang noch sehr präsent. Und am Anfang, also auch noch im April, hatte ich Phasen, wo ich ganz doll unter den Schmerzen, unter den Entgiftungsschmerzen gelitten habe. Also ja, Ja, das war wirklich. verstärkt sich dann. Wie bist du dann damit umgegangen, dass du gemerkt hast, also bei mir war das oft so, da kam dann auch eine Angst. Also ich war in der Entgiftungsphase und ich wusste, okay, das geht jetzt alles nochmal schön durch meinen ganzen Organismus. Das heißt, all die Symptome, die ich eigentlich loshaben möchte, die verstärken sich und dann kam immer so eine Angst und mein Herz hat so geflattert und ich dachte so, oh nee, was ist, wenn alles umsonst ist und jetzt wird alles noch schlimmer. Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir da geholfen? Also ich war in den Phasen wirklich in so einer Verzweiflung. Also das war wie so ein Loch in einem Bergwerk und man sieht kein Licht. Aber ähm, ich glaube, das hat dann angefangen, dass ich ein paar spirituelle Erfahrungen hatte. Und das hat mir wirklich geholfen. Also ja, das Spirituelle und das, ja, dieses, also es hat mich wirklich glücklich gemacht. Und vor allen Dingen, wenn ich lange keine gute Phase habe, dann habe ich Medical Medium auch wieder sehr hinterfragt und sowas, auch wenn ich wusste, dass es sich schon gebessert hat. Ähm, aber in den guten Phasen habe ich dann immer wieder gemerkt, wow, das funktioniert wirklich und die Symptome, also alles macht so viel Sinn und passt so zusammen wie so ein riesiges Puzzle. Ja, Irgendwie. ja. Und was waren das für spirituelle Sachen, die du erleben durftest? Also einmal, da war ich draußen in der Hängematte und ich war wieder in einer ja, sehr schmerzlichen Phase. Und ich war so verzweifelt und dann habe ich zu den Engeln gebetet und zu dem, also ich glaube, ich war noch nicht so in dem Glauben, dass das wirklich alles klappt oder stimmt mit den Engeln. Also vor meiner Krankheitsgeschichte hatte ich eigentlich auch überhaupt keinen Glauben mehr. Und ich glaube, wenn wir an Glauben denken, denken wir auch immer an dieses Christliche. Aber ich glaube, dass es da noch so viel mehr oder anderes gibt. Und dann habe ich zu den Engeln gebetet, dass sie mir zeigen, dass es besser wird. Und Ja. dann habe ich Gedanken wieder fallen lassen und ich habe auch nicht mehr daran gedacht. Und dann kurze Zeit später, ich war in meinen Gedanken verloren irgendwie. Also ganz plötzlich, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, habe ich ein Bild gesehen von mir, wie ich auf meiner Hochzeit bin, von hinten. Also ich weiß nicht, wer vor mir stand, aber wie ich voller Glück und Liebe war und wie dieser Sturm total vorbei war und alles im Guten war. Und das war so ein Bild mit ganz vielen Gefühlen. Also das, sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Also das war so anders als alles, was man sich vorstellen kann. Ja, ich kenne das auch. Das ist wirklich so eine Vision, die aber ganz richtig wie sich in die Zellen, in den Körper überträgt. Und man vergisst das Bild, aber auch das Gefühl nie mehr. Das hat sich eingebrannt. Und dann weiß man, dass es wichtig ist. Ja, Wirklich. ach schön, so schön. Wirklich. Das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Ja. Also, Das ist auch ein wunderschönes Bild, was du da geschenkt bekommen hast. echt. Hm. Ja, und dann, wie ging es weiter? Du bist ja jetzt schon länger dran, du bist jetzt insgesamt 1,5 Jahre dran, oder? Habe ich das richtig nachgerechnet? Das stimmt, ja. Ja, also im Moment, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt am Ende der Sommerferien wieder zur Schule gehen kann. Aber
ich weiß, dass es, also ich glaube, also ich bin noch nicht schulfähig und ich glaube auch, dass es mir dadurch wieder also schlechter oder dass ich dadurch nicht so schnell heilen kann. Mhm. Aber ich fange jetzt langsam an, wieder was für die Schule zu machen. Mhm. Und irgendwie finde ich das, also ich versuche das auch so inspirierend zu machen, also mehr über die Dinge erfahren zu wollen, weil sonst ist das so ein Zwang und dann fühlt man sich schlecht. Und ich finde, das überträgt sich auf den Körper. Also, ja. Ja, alles hat seine Zeit, gell? Ja. Alles hat seine Zeit, auch gesund werden, heilen hat seine Zeit. Und wenn man wirklich in sich reinspürt und horcht, hey Körper, wie viel Zeit brauchst du eigentlich noch, dann weiß man das schon, ob man sich jetzt damit überfordern würde, auch wenn man natürlich gleich wieder zurück in die Schule möchte oder bei anderen ist es die Arbeitsstelle oder was auch immer. Aber es ist so wichtig, dass man da auf sich hört, sich die Zeit gibt. Ja, ich glaube auch, dass das einer der wichtigsten Lektionen ist, also seinen Körper zu beachten und auf seinen Körper zu hören. Also, was ich so ja erfahren habe, weil es sonst immer wieder irgendwie bergab gegangen ist. Mhm. Was, ja, also ich denke, manchmal ist es auch eine Schwierigkeit, besonders am Anfang war es so schwierig, also mit dem Wissen zu gehen. Ich kann jetzt, ja, muss jetzt eine Zeit lang zu Hause bleiben und ich weiß nicht wie lang und vielleicht ist es auch sehr lange. Mhm. Ja. Ja. Und wann war das, als du diesen Vortrag gehalten hattest in der Schule? Warst du dann kurze Zeit wieder zurück in der Schule oder wie ist das entstanden? Genau, das war kurz vor den Sommerferien in meiner alten Klasse. Also ich habe jetzt beschlossen, das Jahr zu wiederholen. Und ja, also die Klasse war wegen Corona in zwei Teile geteilt und ich bin dann, um mich zu verabschieden, nochmal also an 2 Tagen in die Klasse gekommen und habe so ein bisschen über meine Krankheitsgeschichte erzählt und auch über Medical Medium und wie ich darauf gestoßen bin. Und es war wirklich sehr schön und sehr herzlich und die Klasse war ja an beiden Tagen sehr, sehr nett und auch sehr mitfühlend. Mhm. Und ich finde, Mitgefühl hat so eine heilende Wirkung. Ja. Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, und es ist aber auch sehr mutig von dir, dass du rausgehst mit deiner Geschichte und einfach auch aufklärst und sagst, wie es dir geht und was du gerade machst, um wieder gesund zu werden. Das hat ja dich bestimmt auch Mut gekostet, oder? Dankeschön. Ja, ich war sehr aufgeregt. Also auch am Abend vorher war ich also sehr aufgeregt. Aber ich war auch irgendwie voller Vorfreude, wieder alle wiederzusehen und für 2 Tage nicht so isoliert zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Wow. Und was haben die Schüler dann gesagt zu deiner Geschichte? Also verschiedenes, aber eigentlich sehr positiv. Also, dass sie das bewegend finden. Und ja, das war so wunderschön für mich irgendwie. Und also irgendwie macht mir das Vorträge halten auch so viel Spaß und über Dinge zu erzählen, die mich selber so bewegen. Also Medical Medium bewegt mich ja selber so und also dann darüber zu erzählen, ist so viel anders, finde ich, als über ein Thema zu erzählen, was man ja sich nicht ausgesucht hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, so schön. Was würdest du sagen, wo stehst du heute? Was hat sich schon geändert ins Positive und wo sagst du, da hast du noch Weg vor dir? Also ich glaube, also mit der Erschöpfung auch, dass ich eine viel stärkere Ausdauer habe als vorher und dass ich mich, wenn ich mich jetzt hinlege zum Beispiel, dann ist es wirklich, wirkt das ausruhend. Mhm. Und vorher konnte ich mich hinlegen, wie ich wollte und es wurde nicht besser. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die Erfahrungen so viel gebracht haben und dass die Erfahrungen zu so viel Guten in meinem Leben geführt haben oder mich so verändert haben. Also natürlich habe ich noch viel vor mir und ich muss auch noch ganz, ganz viel lernen und Mhm. sowas.
Aber ja, also besonders bin ich jetzt, also ich glaube, ich bin lockerer mit dem, dass ich gesund werde und wie lange das dauert. Und ich habe auch eine klarere Vision, was ich nach der Schule machen möchte. Und ja, genau. Und der Alltag mit der Ernährung macht mir auch super viel Spaß. Also Ja, erzähl mal, wie setzt du das denn jetzt um, wenn du zu Hause bist? Und wie ist es für deine Familie auch? Ist das jetzt zu einem Familienprojekt geworden oder wie läuft das bei euch? Also, ich fange morgens mit dem Sellerie, also mit dem Zitronenwasser an und dann der Selleriesaft, das Melonenwasser und dann ganz viel Obst. Und abends lasse ich mich dann immer also ich koche dann immer was mit meiner Mutter zusammen und das macht so viel Spaß. Also meine Mutter ist auch echt inspiriert davon und sie trinkt auch morgens den Selleriesaft. Und bei meinem Vater ist es ja so, dass er seit 45 Jahren an CFS leidet. Also er hat eine leichte Form. Also ich glaube, also er hat auch sehr viel durchgemacht, denke ich, auch mit den Ärzten. Und er hat eine leichte Form von CFS, aber er hat auch immer nach einer Lösung gesucht. Und als kleines Kind habe ich das nie verstanden, warum er immer so müde und erschöpft ist. Oh, ja. Und jetzt haben wir zusammen eine Lösung gefunden. Und das ist so schön. Also er trinkt jetzt auch immer morgens den Selleriesaft und dann trinken wir zu dritt unseren Sellerie. Und wie geht's ihm jetzt? Also Ja. man merkt schon leichte Fortschritte, denke ich, aber ich glaube, auch weil das bei ihm schon so lange ist, dauert das noch. Also er ist noch in der Entgiftung, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, das ist schon so, gell? Je kürzer die Zeit, wo man darunter gelitten hat, desto schneller spürt man auch den Fortschritt und ja, ja, spannend. Aber so schön, dass ihr das als Familie auch machen könnt. Weißt du, dass ihr alle am gleichen Strang zieht, das ist ja auch als Familie so bereichernd und gibt so eine eigene Energie wieder rein. Ja, echt. Also bei meinen Geschwistern ist es so, sie sind sehr offen dafür, dass ich mich so ernähre. Aber ich glaube, wenn man selber keine Gesundheitsprobleme hat, dann ist das noch was anderes. Also Ja, definitiv. Und hast du jüngere oder ältere Geschwister? meine Brüder sind sehr viel älter, also ja, Ja, Ende, Ende 20 und Mitte 20. ja. Was würdest du sagen, ist dein Wunsch? Was wünschst du dir? Was soll noch kommen? Ich wünsche mir, dass ich ja wieder diese körperliche Freiheit und also Gesundheit erlange und dass ich mein Leben freier lebe, also mit mehr Freude und Glück und weniger darauf achten, was die anderen von einem erwarten. Dass ich ganz nach dem gehen kann, was mich erfüllt. Das passiert vielleicht auch ein bisschen, wenn man mal aus diesem Hamsterrad der Schule rausgetreten ist. Mal ein bisschen Abstand gewinnen und zu überlegen, was möchte ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Und das ist sicher auch, wenn diese Erkrankung jetzt ja, schon ein krasser Schicksalsschlag war, dass du das so jung hattest, ist es trotzdem auch eine Chance, alles mal anders zu betrachten, sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich und was wünsche ich mir? Wow, ja, wirklich, das ist wirklich, also das ist so das, also du triffst es auf den Punkt mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Auch sich von allem zurückzuziehen und einfach mal, also eine andere Sicht auf die Dinge zu haben und die Dinge anders zu hinterfragen. Ja, und irgendwie ich bin eigentlich total glücklich, dass ich diese Krankheitsreise beschreiten durfte, weil ich dadurch diese Erfüllung gefunden habe, anderen Menschen zu helfen, wieder gesund zu werden und nicht immer nur Dingen hinterherhetze, wo ich denke, dass sie mich glücklich machen könnten, sondern schon jetzt glücklich zu sein. So berührend, was du sagst. So wundervoll.
Was würdest du anderen sagen, die jetzt in deiner Situation sind, die Fibromyalgie-Schmerzen haben oder an CFS leiden? Was würdest du ihnen als Ermutigung weitergeben? Oh, ich würde ihnen sagen, dass sie total starke Menschen sind, dass sie das durchstehen müssen und dass sie nicht aufgeben sollen, also weitermachen sollen. Und also ich glaube, das Schönste, also woran man denken kann, ist, dass dieser Sturm eines Tages vorbei sein wird und ja, dass das Licht immer größer werden wird. Ja, so schön. Vielen Dank, Theresa. Ich bin gerade selber so geflasht, dass du ja so jung bist und schon so viele Weisheiten in dir trägst. Und ja, das darf auch eine Krankheitsphase dann hervorbringen. Gell? Man geht so durch einen Zerbruch, man wird nicht ernst genommen, man hat Schmerzen, man ist in dieser Hoffnungslosigkeit, so wie du es beschrieben hast, in diesem Bergbau und da ist kein Licht. Und dann erwacht man langsam auf und nimmt Selbstverantwortung, sagt, das ist mein Heilungsweg, das werde ich machen. Und man geht den mit Rückschritten, dann geht es wieder besser, dann geht es wieder schlechter. Und da darf aber, das sage ich immer, in diesem Zerbruch darf dann wirklich so Gold herauswachsen, etwas Goldiges, was dann wirklich, was du so weitergeben wirst. Und das machst du jetzt schon mit deiner Geschichte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich habe noch viel vor mir, also mit meiner Genesung. Also ich muss weiter genesen, also genese weiter und ja, jetzt bin ich eigentlich eher gespannt auf die Zukunft und habe nicht mehr Angst, wie schlimm meine Krankheit manchmal noch sein kann oder sowas. Danke. Und ich bin auch so froh, dass ich das Interview mit dir führen darf. Also Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich finde das so toll. Und auch ein großes Dankeschön an deine Eltern, dass ja, sie dich da begleiten und dich ernst genommen haben in deinem Wunsch, wie du heilen möchtest. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar. Also ja, ich glaube, ich hätte nicht gewusst, wie ich das schaffen sollte. Also ja, also meine Eltern helfen mir schon wirklich sehr. So schön. Ja, liebe Theresa, dann sind wir schon am Ende unseres Gespräches angelangt. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und diese Weisheiten, die du mit uns geteilt hast, obwohl du noch so jung bist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart und diesem Gespräch gelauscht habt. Und ja, ich hoffe, dass ihr diese Ermutigung von der Theresa auch einfach mitnehmen dürft, dass das Licht kommen wird, auch wenn man ganz tief unten im Bergtunnel ist und man denkt, oh, da gibt es kein Licht, das Licht wird kommen, und bleibt dran, hört auf eure Intuition. Und ja, wenn ihr ermutigende Worte habt, auch für die Theresa, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Video. Ciao.